letzte Mal, als wir hier waren, haben Susu und ich gerade unser Abi gemacht. Das ist ewig her. Cool für dich. Ich hoffe. Nein, ist es ein Generationsporträt. Coming-of-Age-Film zu sagen ist halt immer schwierig, weil vor allen Dingen wir in diesem Fall, Coming-of-Age-Filme sind normalerweise mit jüngeren Charakteren, also das heißt, die irgendwie auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind, spätestens Abitur irgendwo und also man könnte locker sagen 10 Late Jahre Coming jünger. of Age. Ja, deswegen, wir haben immer gesagt Late Coming of Age und irgendwann haben wir festgestellt, okay, es ist halt ein Generationenporträt, weil die nein, stimmt nicht. Die aktuelle Generation, die wird immer später erwachsen. Und deswegen ist es selbst mit Anfang, Mitte 20 immer noch Coming of Age, weil sie das noch nicht abgelegt haben. Was heißt später Erwachsene? Also ich glaube, die werden früher reif, aber so das wirklich Erwachsenwerden passiert später, weil du einfach so einen Pool an Möglichkeiten hast. Also ich glaube, die Entscheidung in eine Richtung passiert später als früher, aber Erwachsenwerden passiert früher als früher. Du hast recht, durch Aufklärung, durch Internet und so weiter und so fort. Man wird viel früher mit Dingen konfrontiert. Jetzt irgendwie Hipster, was heißt genau Jugendbewegung? Also zumindest kenne ich es jetzt so, immer wenn man jetzt, ich besuche manchmal meine alte Schule so und immer wenn ich da so hingehe, dann siehst du, wie sich die Jugend verändert. Einfach so, es gibt zwar Bewegungen, so, aber die sind eher generationsübergreifend. Ob es Hipstertum ist oder Hip-Hop kommt ja auch immer wieder auch so in den Klamottenstilen oder Pokémon Go oder sowas, das ist aber halt generationsübergreifend. Es gibt so viel und so viele Richtungen, die dann aber auch noch so spezialisiert sind und sei es halt Hip-Hop oder Hipstertum oder sonst irgendetwas, ich mag diesen Begriff überhaupt gar nicht, Hipster. Es ist halt alles sehr kategorisiert worden, aber in einer unglaublichen Fülle. Und viele gehören gar nicht explizit einer Bewegung an, sondern einfach gleich mehreren. Und, oder so, genau. Genau, und deswegen, und das erweckt diesen schnellen Schein von Orientierungslosigkeit und so ein Wischiwaschi-Ding, sodass man nirgendwo so wirklich dazugehört und sich allgemein identifiziert. Und plötzlich führt es dazu, dass diese Generation auf den kleinsten gemeinsamen Nenner projiziert wird und der ist, dass sie orientierungslos sind und sich nicht entscheiden können. Ja. Und ich glaube, das ist im Moment der Status quo. Und was nicht schlimm ist, es ist nur anders. Ja. Es gibt ganze Magazine im Internet, die sich nur mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Zeitung zum Beispiel. Die setzen sich, und jetzt.de gibt es noch, die haben sich spezialisiert auf genau diese Gruppe an jungen Menschen, die dann gefüttert werden mit permanent diesem selbstreflektiven Thema, wer bin ich, wo will ich hin? Und von Autoren, die selber auch in dieser Phase halt stecken. Und so füttert sich das, glaube ich, gegenseitig und wird auch benutzt, glaube ich. Du hast natürlich auch einen schnelleren Zugriff auf solche Sachen. Also früher hast du Ratgeber gelesen, wenn du Vater geworden bist oder so, und heute gehst du in den Blog und du hast einfach Zugriff zu allen möglichen Sachen. Also du gehst hier weg? Also für immer? Ja, Tom, ich bin nicht du. Für mich ist der Mittelpunkt der Welt nicht im Nirgendwo. Mann, was ist denn so schlimm daran? Ich bin hier glücklich, ey. Ich will mehr als ein Haus und Nachbarn und Kleinwagen, Schrebergarten, diesen ganzen Quatsch. Was willst du denn? Ich weiß überhaupt nicht, was mein verficktes Leben überhaupt noch ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich will tiefere Spuren hinterlassen. Ich glaube gerade, also in dem Film sieht man sehr schön, dass diese bunt zusammengestellte Truppe, die ja alle wie auch natürlich im echten Leben, alle ihre eigenen Wünsche und so seien sie so konträr, hat, das ist einfach super interessant, wie toll die zusammenfinden. Also dass es trotzdem einfach so eine zwar Vielseitigkeit, aber trotzdem eine Gemeinsamkeit hat und es ist wunderschön. Also du hast da alle möglichen Ausbrüche und so. Es ist einfach eine tolle Truppe, die sich sehr anzieht, ja, auch gerade durch diese Unterschiede, denke ich, ja. Ja, vor allen Dingen, das Kleingeistig ist von Tom ja auch überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist eher so das, wie das normale, ja, ich sage auch schon normal, also dieses gesetztere und ruhigere und klassischere Leben mit Hochzeit und Kindern und Familie und Haus und so weiter, das ist damit gemeint, das einfachere Leben und überhaupt nicht wahrscheinlich auch nicht einfacher. Ja, wollte ja nicht einfacher, sondern es ist, komischerweise wirkt es halt eben so. Klar. Und genau, bevor ich mich weiter verfranse, das ist eher, er meint, eher konservativer, würde ich sagen. Genau, konservativer, das ist der richtige Begriff. Und was überhaupt nicht wertig von ihm gemeint ist, sondern eher er wünscht sich das, für ihn ist die Entscheidung, das zu haben zu wollen, weil es auch eine Art von Sicherheit bietet. Und für Danny ist das überhaupt gar nichts. Er bewundert Tom,
dass Tom das kann und Tom damit auch zufrieden ist, während Danny dieses Gefühl noch nicht gefunden hat, mit irgendetwas zufrieden zu sein und deswegen noch auf der Suche ist und überhaupt erstmal wieder raus in die Welt muss und sich das zu suchen, was Tom schon lange gefunden hat. Und deswegen ist da, glaube ich, auch von vielen Leuten, die orientierungslos sind, beziehungsweise sich noch nicht entschieden haben, glaube ich auch einfach so eine Bewunderung herrscht gegenüber den Menschen, die sich relativ schnell für ein gesetztes konservatives Leben entscheiden können, ohne mehr zu verlangen vom Leben, weil es so eine Zufriedenheit ausstrahlt. Ja. Und aber seine, wie du schon gesagt hast, die ganz andere und teilweise auch größere Herausforderungen bietet. Ja. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist auch schon ein bisschen schmerzhaft, ist in Deutschland halt immer, Musik für Film kostet unglaublich viel Geld. Und deswegen kann man nicht einfach genau diesen Abdruck halt nehmen, der wirklich herrscht oder den man ganz gerne hätte von Musik, die man selber gerne gehört hat, die man von früher noch kennt, also Original-Songs. Das ist einfach nicht bezahlbar. So, und dann setzt man sich halt hin und überlegt, wie löst man das Problem anders. Und wir haben halt das Glück gehabt, dass wir eine Band gefunden haben, die das halt für uns gemacht hat, Songs. Und dann habe ich einen ganz tollen Komponisten, der Carsten Laser, der hat neben der Score, die er gemacht hat, zusätzlich noch 3 vollständige Songs produziert. Ich weiß gar nicht, wo er die Zeit hergenommen hat. Die aber alles unter diesem Augenschein, dass er sich angehört hat, was ist das, wie war der Klang in den letzten Jahren, wie ist der Klang so im Gesamten in unserer Generation und sich da bestimmte Dinge rausgesucht hat, um so Erinnerungen an diesen Zeitgeist der Musik halt hervorzuholen. Und deswegen finde ich Musik halt auch wichtig für so ein Generationsporträt, weil das immer so eine Widerspiegelung des Zeitgeistes ist. Man macht viele Erlebnisse an Musik fest. Also mein Leben ist auch so, wenn ich zurückdenke, ich kann tatsächlich so an Alben und Songs zurückdenken. Ruf doch und Bilder weiß, hervor einfach genau, sofort. ich weiß, wo ich war, manchmal, wo ich was den Song erlebt gehört habe. habe. Genau, Richtig, ja. So, das ist halt, ja, ich wünsche, mir wird mein Lieblingszitat von Questlove einfallen. Der hat das nämlich auch gesagt, dass man sein Leben halt so in Alben zurückverfolgen kann und da man die Jahreszahlen festmachen kann zum Beispiel. Vielseitig? Sollen wir uns das teilen oder jeder? Teilen wir uns einfach, Ja? oder? Jeder sagt einen. Dramatisch? Ich nehme kein Adjektiv, aber Zeitgeist. Echt? Boah, jetzt ist es schwer. Mach du das, dein Film, du machst noch die letzte. Das ist unfair. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. 4. Genau. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt auch keins, ich sage jetzt einfach noch Abenteuer. Ja, schön. Okay, schön. super. Dankeschön. Danke auch. Danke. Abschluss.